Hallo zusammen, ich bin Elisabeth und wohne im Berner Oberland. Ich bin auf Medbed gestoßen in unserer Vernetzungsgruppe und wie ich selber mit Energien arbeite oder behandle und mich auch bestens in Quantenheilung auskenne, hat mich das mega interessiert und bin gerade hellhörig geworden, wie auch für mich, es gibt keinen Zufall, sondern es fällt einem zu. Wenn ich auf etwas stoße, dann ist das, hat das seinen Sinn und Zweck. Also ich bin dann im Internet rumstöbern, suchen und bin auf das 9010 Medbed gekommen, habe auch gerade gesehen, dass grosszügigerweise 8 Stunden Testlauf geben kann, also dass man kostenlos testen darf. Und habe gedacht, ja, das ist ja wirklich schön und habe es auch dankbar angenommen. Ich habe das dann gestern gemacht, bin selber nicht ganz, gerade in meiner Mitte gewesen, also heisst, ich war ziemlich müde gewesen, und habe gerade gedacht, das tut mir jetzt gerade gut. Ich habe es also aktiviert, bin während dem Tag, am Nachmittag reingelegen, also in mein Bett, habe es dann aktiviert und habe es einfach mal laufen lassen. Ich habe einfach mal reingefühlt, wie es sich anfühlt, was passiert. Dann habe ich da etwa 1-2 Minuten mal geschaut, habe gemerkt, ja, es kribbelt überall ein bisschen, also auch an meinen schwachen Stellen. Und was auch für mich selber aber bekannt ist, also das Kribbeln habe ich, sobald ich in der Nacht manchmal selber in einem Heilungsprozess bin, dass dann das plötzlich auch kribbelt und ich weiss, es ist alles gut, weil es ist angenehm. Also auch da, ich habe es während dem Tag gerade erleben. Es war wirklich angenehm gewesen, und ja, für mich nicht erschreckend, sondern eher, jetzt geht etwas, das ist, es ist da. Ich habe ganz bewusst versucht, meine eigenen Kanäle zuzumachen, wenn man das irgendwie zumachen kann. Ich wollte es einfach nicht wieder über mich laufen lassen, sondern wirklich über das Medbed, ist dann auch ein bisschen schwierig gewesen, gerade zum ein bisschen so loslassen. Aber ich habe es geschafft. Und gleich ist der Drang gekommen, dass ich doch einfach, ich soll es doch einfach genießen. Also einfach aufmachen, das Herz und einfach laufen lassen. So, dann ist das wirklich nur ein leichtes Kribbeln gewesen. Es hat mir also noch nicht so gerade, gelangt und habe dann einfach gerade den Impuls gegeben oder gesagt, scan mich. Und dann auch da, es hat einfach ein bisschen mehr gekribbelt oder immer noch so überall. Es hat ist nicht mehr gekommen, aber ich weiss, dass, wenn ich ja selber an meine Energie gewohnt bin, kann das vielleicht auch gar nicht mehr kommen. Und darum habe ich gerade explizit auf meine Schwachstellen hingewiesen oder bitte darum. Ich sage dann einfach gesagt, entferne das oder ich bitte um vollkommene Gesundheit oder haben wir einfach auch gerade die vollkommene Gesundheit vorgestellt. Und dann ist es wirklich verstärkter gekommen. Also das heisst, ich bin mit der Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper durchgeschossen. Also einfach immer natürlich meine bekannten Schwachstellen. Auch etwas war dann, was ich wie vergessen hatte. Und es hat dann dort zwickt und da zwackt. Und das Lustige war dann auch, sogar in der Halswirbelsäule, zumal hat das geknackt. Also nicht fest, aber es hat geknackt. Und dann habe ich gewusst, jetzt werde ich wirklich genau dort, wo ich auch immer das Gefühl hatte, ich brauche etwas oder so, werde ich ausgerichtet. Und auch ein bisschen später ist dann im Becken unten auch so wie die ganz feine Ausrichtung gekommen. Man hat das Gefühl gehabt, ich will mich auch bewegen im Becken, dass es wie nach dieser feinen Ausrichtung auch noch ein bisschen stabilisiert oder eben wieder ins Lot kommt.
Und es war wirklich angenehm gewesen. Und dann hatte ich auch das Bedürfnis gehabt, gleich meine Hand dort hinzulegen, ja, was mir gerade angezeigt hat. Und ich bin diesem Impuls einfach wirklich gleich gefolgt, auch wenn ich es auch wieder unterdrücke. Ich tue ja mit Händen auch mit Energien leiten. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das muss jetzt sein. Und dann ist mir auch irgendwie in dem Moment klar geworden, ja, es kann ja gar nicht anders sein. Ich meine, das ist ja meine Fähigkeit und die wird jetzt durch das Medbett verstärkt. Und auch, ja, für das ist es ja da, man wird wie geführt dort drin. Also habe ich dem auch es fließen lassen. Dann bin ich in eine tiefe Entspannung, also ganz tiefe Entspannung reingekommen, also auch so einen Wach-Schlaftraum. Ich kann es nicht erklären, das habe ich manchmal am frühen Morgen, wenn ich kurz bevor ich aufwache, dass dann auch wirklich bei mir Sachen reinkommen, ja, egal was, aber genau das habe ich dann jetzt am Nachmittag gehabt. Es ist mal ganz schnell, so sekundenschnell, wie ein Gitter auf mich zu, ja, geschossen kam zuerst, also nicht unangenehm, aber gleich so, okay, wie erschreckend, dass ich gerade wieder wie mehr wach war. Bin aber gerade wieder weg gewesen und dann als nächstes so einfach eine geometrische Figur. Und ich tue das nicht werten, ich tue es auch nicht anschauen. Also ich lasse einfach auf mich zukommen und weiss, es ist alles so, es ist gut, wie es muss sein. Ja, aber es ist wirklich für mich schön gewesen. Bin dann nachher eingeschlafen, also wirklich ganz weg. Ich weiß auch nicht wie lange. Ich weiß einfach, als ich dann aufgewacht bin, sind insgesamt einfach 1,5 Stunden rum gewesen. Ich habe dann bin dann ausgestiegen aus dem Medbett, habe mich auf den Abend, also ein bisschen später, dann gefreut, wenn ich gewusst habe, ja, die 8 Stunden laufen noch. Ich gehe dann wirklich ein bisschen früher ins Bett und lasse wieder laufen und bin wie aufgehoben. Und ja, habe dann das auch so gemacht und ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie ein paar Mal schon in der Nacht aufgewacht, aber ich wusste, ja, die 8 Stunden sind rum, das ist halt im Unterbewusstsein. Und gleich am Morgen früh, als ich dann aufgestanden bin, ja, habe ich mal geschaut, wie ich mich so, ja, wie immer, wie ich mich fühle und merke, aha, ich habe wie so, ich sage mir jetzt die erste Verschlimmerung, kann man ja sagen. Also ja, ich habe einfach das Gefühl, es hat sich etwas gelöst und durch das ist der Schmerz oder so wie Halskehre oder Schulterschmerzen gekommen. Und ja, und ich weiss, das hat eigentlich damit zu tun, wie es am Lösen ist. Und da kann sie auch aufschwellen. Durch den Heilungsprozess schwillt es auf. Und drückt halt auf die Nerven. Also für mich gar nicht so unerklärbar, warum ich jetzt ein bisschen mehr Schmerzen habe. Aber Freude, dass etwas am Tun ist. Ja, und ich würde es gerne weiter testen. Also testen darf man fast nicht sagen, wie das funktioniert für mich. Ich will es auch nicht als Test anschauen, aber ich würde gerne mehr Feedback geben vielleicht auf diese Art, dass ich ja mich schon auskenne und es vielleicht auch jemandem hilft. Also ja, dass ich das ja auch ein bisschen bestätigen könnte. Aber es ist klar, jeder empfindet es anders. Und es ist auch alles richtig. Es ist richtig so, wie er es empfindet, damit das auch prestieren kann. Also ja. Also, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und auch schöne Erfahrungen. Dann tschüss zusammen, tschüss.